Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Da wir schon eine Weile da sind, haben wir schon fast das ganze Land erkundet. Dennoch möchten wir uns genau diese Höhle einmal genauer ansehen. Warum die so besonders ist und weswegen wir uns mal wieder über den laotischen Autoverkehr freuen, das zeigen wir jetzt. Wir fahren ins Boot wahrscheinlich. Hallo und Sabadi aus dem grünen Laos. Letztes Mal sind wir schon ein bisschen Richtung Höhle gefahren und dieses Mal starten wir direkt hier an der Kongloi-Höhle, wo wir direkt einen Guide finden und uns mit einem Boot Richtung Eingang begeben. So what's your name? Go, Dawn? go, Go. go, Go. My name is Muriel. Yeah. Nice to meet you. And Andy, nice to meet you. Go. Na, Myri? Und guck mal, Gon ist da vorne. Wir sollten bei uns im Guide bleiben. Übrigens war an der Kongloi-Höhle so gut wie nichts los und wir hatten das Gefühl, dass sie aktuell noch ein Geheimtipp in Laos ist. Wir haben wenige Touristen gesehen, genauer gesagt an diesem Tag noch 2 weitere. Aber bevor wir die Bilder für sich sprechen lassen, hier noch ein paar rare Fakten, die wir über diese Höhle herausfinden konnten. Man kann einmal mit dem Boot durch die Höhle durchfahren. Das Ganze ist 7,5 Kilometer lang. An der höchsten Stelle ist die Höhle 100 Meter hoch, an der breitesten Stelle fast die Höhle 90 Meter. Und in der Höhle sind noch ein paar wirklich schöne Felsformationen und Stalaktiten und Stalagniten.
übrigens, ich hatte gerade Angst. Also nee, der Guide hat das super gemacht. Aber es ist einfach stockduster und du bist im Wasser. Und ab und zu nimmst du mal durch den Scheinwerfer irgendwas wahr. Also das ist unglaublich, wo wir gerade drin stehen. Das ist absolut spektakulär und das war es die Angst wert. Das da oben ist übrigens meine unglaublich starke Stirnlampe. Ich komme mir vor wie bei Harry Potter. Und zwar, ja, ohne Scheiß, da ist Blutprinz. Das ist Indiana Jones Müll. Indiana Jones. Wow. Wow. Wie cool ist das denn? Da unten ist unser Boot. Irgendwo. Da. Das Harry Potter-Feeling ist wieder da.
Nein, Andi, das Boot kentert. Nicht bewegen. Ich erkläre nochmal an dieser Stelle, warum ich eigentlich Angst hatte. In der Höhle war es teilweise manchmal komplett dunkel und an diesen Stellen gab es auch Stromschnellen und oder es war seicht und der Guide musste somit genau wissen, wie er das Boot navigiert und wo er hinfährt. Und das war glücklicherweise auch der Fall. So, also wir sind jetzt richtig lang durch die Höhle durchgefahren. Wie lange war das? Wir sind bestimmt schon eine Stunde unterwegs, die ist ja riesengroß. Und wir sind nicht da rausgekommen, wo wir gestartet sind. Es geht anscheinend nochmal durch. Wie crazy ist das? Ja, wir dachten immer, ach, das war's jetzt. Und das war's jetzt. Aber nein, es geht immer weiter. Und jetzt sind wir hier. Und wenn wir das richtig verstanden haben, für 15 Minuten, wir sollen ein Bier Lau trinken. Ja. Ich habe es so verstanden, wir sollen ihm ein Bier Lau mitbringen. Das können wir auch, Mann. Müssen wir ihn aber am Ende geben. Ja. Und, ja. Ah ja. Eine Kokosnuss trinken. Oh, da gibt's auch eine Brust da. Womit wir absolut gar nicht gerechnet hatten, war, dass auf der anderen Seite der Höhle ein kleines Paradies auf uns wartet. Ich glaube, du hast Angst vor der Nagel. Warte mal. Und die können auch eine Ente adoptieren, oder? Oh. Udah ini. Oh. Die Schnur entdeckt. Okay, Zeit zu gehen. Okay. Kommt Scheine rein. Ah, weg. Also wir sind jetzt hier im Konglo Cave und wir kommen von der Hauptstadt und wir sind hier rübergefahren und das waren 5 Stunden Fahrt oder 6 und jetzt ist die Frage, können wir hier durchfahren zu diesem schönen Seegebiet und weiter nach Kambodscha oder müssen wir wirklich oben rum und dann mal schauen. Und wir treten unseren Rückweg an. Kurzer Nachtrag zu der Karte, also es war ein Missverständnis unsererseits. Der eingezeichnete Weg war zum Teil der Bootsweg und völlig unmöglich für unser Auto. Wir haben tatsächlich an demselben Tag noch jemanden gesehen, der versucht hat, sein Motorrad auf so ein Boot drauf zu spannen, um damit diese Abkürzung zu nehmen. Aber der Versuch wurde dann wieder abgebrochen, weil es doch zu wackelig wurde und es bestand ein Risiko, dass das Boot umkippen würde.
Man hört dieses Geräusch im Hintergrund, oder? Also mir bzw. uns ist aufgefallen, dass dieses Geräusch überall da, wo Dschungel und Touristen sind, ist. Und erst sind wir davon ausgegangen, dass das mit der Stromversorgung hier zu tun hat. Mittlerweile glauben wir aber, dass es so eine Art Störton, damit hier eben die wilden Tiere des Regenwaldes, die ja unter anderem auch gefährlich sein könnten für Touristen, eben nicht herkommen. Ob das so ist, wissen wir aber nicht. Wie man gerade sehen konnte, war Erntezeit und es gibt nicht so extrem viele Wege neben der Straße. Wir haben einen Stellplatz gesucht bei Einbruch der Dunkelheit und haben nie gewusst, ob wir uns da jetzt wirklich hinstellen können, weil es A, ein Privatgrundstück sein könnte oder B, wir jemanden bei der Ernte stören, weil sehr viele Trecker unterwegs waren und getrockneten Reis oder Reis, der zu trocknen ist, herumgefahren haben. Und dann sind wir am Ende endlich auf den Parkplatz eines Tempels gekommen, wo wir uns dann für die Nacht hingestellt haben. Wir sind jetzt an einer Tankstelle, weil wir den linken Tank befüllen wollten. Denn der ist ganz leer und wir haben die Vermutung, dass der linke Tank wieder nicht zieht. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn es bergig wird, dass wir liegen bleiben und das am Berg, also bergauf, ist immer besonders blöd. Jetzt wollten wir tanken, aber in der Region gibt es einen Stromausfall und deswegen können wir hier keinen Diesel tanken. Wir haben aber auch noch Ersatzdiesel dabei und deswegen werden wir jetzt ein bisschen Ersatzdiesel in den Tank hineinfüllen, um zu schauen, ob unsere Vermutung, dass unser Tanksystem wieder irgendwie im Arsch ist, richtig ist oder ob wir uns umsonst Sorgen machen. Aber mittlerweile sind wir klüger oder zumindest ich sage lieber Vorsicht als Nachsicht, ne? Ja, liegen bleiben ist blöd. Ich habe hier was Cooles gefunden. Unser Richter, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann passt der Schlauch hier drauf. Das ist sehr erleichternd. Ich hatte nie schlechte Laune. Außer gerade in diesen Auffüllen. Eventuell war Andi nämlich eine kleine Grumpy Cat, weil das ist immer schon ein kleiner Aufwand, das zu machen. Das mag der Andi nicht so gerne.
Und dann sorgt es für entsprechende Laune. Kann sein. Zusätzlich war meine Laune natürlich schlecht, weil die Klimaanlage wieder kaputt gegangen war und das Tankumschaltsystem möglicherweise ebenfalls. Klar bin ich da schlecht drauf. Wir haben es wieder geschafft, die schönste Straße in Laos zu finden. Obwohl hier in diesem Teil des Landes die Straßen echt viel besser sind, schaffen wir es, die Straßen zu finden, die kacke sind. Aber ich denke, das ist ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass wir weg von der touristischen Region fahren. Ja, die Höhle, in der wir gestern waren, soll angeblich auch ein Geheimtipp sein. Also es war schon ein bisschen touristisch, aber es war nicht so krass touristisch wie die ganzen Touristen-Hotspots hier in Laos. Ich bin froh, dass wir gerade Diesel nachgefüllt haben, denn es wird wieder bergig und die Regenzeit hat hier gut gewütet, hier wird gebaut. Weil das Ding ist halt, der LKW, der könnte halt einfach auch ein Stück zurückfahren und alle würden wieder wunderbar durchkommen. Das tut er halt auch nicht. Ja. Also ich sehe jetzt nicht 100% die Schuld dabei, den Fahrer da vorne, dem die Karre verreckt ist. Er sitzt da einfach nur drin und guckt sich das so an, so. Es ist der Wahnsinn. Also man merkt schon auch hier wieder komplette kulturelle Unterschiede zu Zentralasien. Denn wenn sich hier staut, dann wird es einfach so hingenommen. Man arbeitet nicht gemeinsam an Lösungen, wie man den Stau auflösen kann. Das ist jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, dass das passiert. Und wenn man dann selber nicht irgendwas tut, proaktiv, wird man immer in dem Stau drinstehen bleiben. Und uns ist das halt einfach aufgefallen, dass man hier nicht so gemeinschaftlich denkt, nicht so miteinander arbeitet und auch den anderen nicht direkt seine Hilfe anbietet. Oder daran arbeitet, dass wenigstens andere nicht unter deinem Fehler leiden. Das ist ein komplett krasser Unterschied hier zu Zentralasien. Es ist so ein Schmarrn, was hier passiert. Lässt du den jetzt rein, Andi? Soll ich oder so? Nein! Ja, jetzt ist es schon zu spät, das habe ich den Rücken aufgemacht. Du belohnst ihn einfach für Scheißverhalten. Dann soll er... Also, die sorgen aktiv für Stau. Es ist so ein Schmarrn, was hier passiert. Wie die Leute hier fahren. Ja. Also, das ist einfach auf... Bitte den jetzt nicht reinlassen. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist der Oberidiot. Und hub ihn an. Hub ihn an. Ja. Auf einer steilen Bergstraße, wo jederzeit Gegenverkehr kommen kann, einfach mal zweispurig mit LKW zu fahren, im Gegenverkehr die ganze Zeit. Jeder fährt super krass egoistisch. Jeder scheißt auf den anderen. Man lässt sich Südostasien als Nonplusultra verkaufen, aber bis jetzt habe ich davon noch nicht so viel gemerkt. Ich kämpfe wirklich jeden Tag damit, diesem Land wieder neue Chancen zu geben oder diesem Teil von Asien. Aber was ich dazu vielleicht noch sagen sollte, wir waren vor ein paar Tagen eine neue Versicherung holen, damit unser Versicherungsschutz hier in diesem Land nicht verlischt, denn der ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Und da hat uns die Frau von der Versicherung erzählt, dass super viele sich keine kaufen, weil super viele auch ohne Führerschein hier fahren. Das möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie teuer oder nicht teuer ein Führerschein ist. Aber man merkt es vielleicht einfach auch an den Fahrweisen, wie die Leute hier fahren. Ja. Dass da einfach keiner vorhanden ist. Er sagt, er will auch fahren. Ich glaube, das wird ihm noch lange dauern. Dadurch, dass hier alle ja so rücksichtsvoll fahren und wirklich überall Verkehrspolizisten rumstehen, außer hier, wird es noch dauern. Ja.
vor uns sieht man jetzt, dass die Straße nass ist, obwohl es überhaupt nicht geregnet hat und es unfassbar heiß ist. Das kommt von den Reifen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, von den LKWs. Die großen LKWs beträufeln hier alle beim Fahren die Reifen, damit einfach das alles nicht so heiß wird. Das beobachten wir jetzt schon seit China, dass das so praktiziert wird. Ist ja eigentlich auch eine ganz smarte Lösung. Und damit der Gummi nicht spröde wird. Und das scheint wohl die Lebensdauer von den Reifen, gerade in diesen heißen Ländern, stark zu verlängern. Genau, das sieht man da vorne auch wieder bei dem LKW. Oder man sieht es auch an dieser nassen Spur auf der Straße. Hin und her gerissen von der Schönheit von Laos und auch von den nicht so schönen Seiten, fahren wir weiter zu den absoluten Highlights dieses Landes. Wir hätten uns nicht träumen lassen, dass der Süden von Laos so unwahrscheinlich schön ist. Was uns dann aber passiert, damit hätten wir nicht gerechnet. Und was soll ich sagen? Das war der absolute Tiefpunkt unserer Reise. Mehr dazu aber beim nächsten Mal. Jetzt erstmal ciao, tschüss und auf Wiedersehen.